Hallo Leute, heute geht es mal ums Japanisch lernen. Wow, das allererste Mal irgendwie auf meinem Channel. Wobei, ich habe schon mal ein Video zum JLPT gemacht. Dieses Video dreht sich jetzt um die Lehrbücher. Davor sei gesagt, jeder lernt anders und hat eventuell vielleicht andere Prioritäten, was die Bücher anbelangt. Ich zeige euch einfach mal meine kleine Sammlung. Vielleicht vorab erstmal, zu meinem Japanischstand, wie ich Japanisch gelernt habe bisher. Ich habe damals neben der Schule einen VHS-Kurs besucht. Dann bin ich nach München gezogen und habe dort an der Maximilian-Ludwigs-Universität Japanologie studiert. Neben Sinologie. Ja, das war noch die gute Zeit des Magister Artiums. Ich glaube, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Der wurde, glaube ich, abgeschafft. Ich glaube, es gibt nur noch Bachelor. Auf jeden Fall habe ich dort 3-4 Semester ungefähr studiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Danach kamen die Studiengebühren und ich musste alles bezahlen. Deswegen konnte ich nicht weiter studieren. Ich konnte es einfach nicht. Dann bin ich ja Ende 2016 nach Tokio gezogen und habe dort ein Jahr lang eine Sprachschule besucht. Und zwar war das die Tokyo Galaxy Language School in der Nähe von der Tokyo Station. Ich habe dort auch nicht direkt im ersten Kurs angefangen, sondern ein bisschen weiter hinten und war am Ende, glaube ich, am Ende des Advanced-Kurses, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der letzte Kurs war leider nicht so gut, denn ehrlich gesagt, viele Chinesen, viele Koreaner, die die Kanji und die Grammatik einfach so viel besser konnten und ich war einfach diejenige, die hinterher hinkte. Dann habe ich da noch eine Zeit lang nichts gemacht und habe überlegt, wie kann ich das Japanisch irgendwie frisch halten. Da ich mit meinem Mann sehr viel Englisch gesprochen habe anfangs. Und bei uns in der Nähe gab es ein Gemeindehaus. Und da bin ich jede Woche montags zu einer Volunteer Class gegangen. Das ist so eine billige Möglichkeit, einfach Japanisch zu lernen. Das ist wunderbar. Würde es hier sowas in der Nähe geben, würde ich das sofort wieder machen. Nur leider gibt es leider nicht bei uns hier momentan in der Ecke, was sehr schade ist. Die Volunteer Classes sehen so aus, dass Rentner und Rentnerinnen, die einfach viel Zeit haben, für 300 Yen die Stunde einem Japanisch beibringen. Mein momentaner japanischer Stand ist so, ich verstehe sehr, sehr viel, aber selbst sprechen fällt mir immer noch wahnsinnig schwer. Und es ist ein wahnsinniges Alltagsjapanisch, was ich spreche. Jetzt zeige ich euch aber mal meine kleine Buchsammlung. Damals noch von der Uni und ich schwöre, die Bücher kennt bestimmt jeder von euch. Das Minano Nihongo. Das war das erste Lehrbuch. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Ich muss sagen, mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen und damit habe ich auch echt gut gelernt. Außerdem gab es dazu zusätzlich noch so grammatische Erklärungsbücher. Vor allem auch auf Deutsch und das hat mir sehr viel geholfen, ehrlich gesagt. Und diese hier waren für den Advanced-Kurs. Die habe ich tatsächlich hier gekauft in einem Buchladen hinterher und die gab es leider nur auf Englisch. Ich muss sagen, bei den Lehrbüchern generell habe ich mich sehr auf die Grammatik spezialisiert, weil ich weiß nicht, Kanji gingen irgendwie immer und Vokabeln auch, aber Grammatik wollte irgendwie nie so richtig bei mir rein. Deswegen habe ich mir auch noch hier vom N4 das hier geholt und vom N3 dieses Lehrbuch. Wobei man diese eigentlich eher so als Übungsbücher sehen kann. Die haben halt vor allem auch noch immer so ein Lösungsbuch dazu, zu den Aufgaben, was ziemlich praktisch ist. Ich zeige euch die Bücher auf jeden Fall gleich nochmal alle genau detaillierter. Das hier war das Lehrbuch von meiner Sprachschule, ziemlich dünn, wie ihr sehen könnt. Ihr werdet gleich bei der detaillierteren Ansicht auf jeden Fall sehen, dass das ziemlich, nicht so detailliert ist. Dann hatten wir dieses Buch hier. Das fand ich auch ziemlich gut. Und zwar zum JLPT-Vorbereitungskurs. Und mit einem Psyche-Flyer vom Kino noch. Und dann noch diese beiden Bücher hier. Ja, ich habe wirklich eine Menge irgendwie angesammelt. So, das waren auf jeden Fall die Lehrbücher. So eigene kleine Sachen, wie man selbst so ein bisschen sein Japanisch pushen kann. Vom Beginner bis Advanced. Ja, da gibt es noch so ein paar andere kleine Möglichkeiten. Und zwar eine ganz billige zum Beispiel. Daiso hat solche Übungsbücher für Hiragana, Katakana, Kanji, also alles Mögliche. Die sind auch richtig gut und vor allem verdammt billig. Letzten Endes muss man, wenn man hier lebt, eigentlich jetzt nicht jedes Kanji schreiben können. Es ist wichtig, dass man es lesen kann und versteht. Aber so als kleine Übung nebenbei ist es auf jeden Fall ganz nett. Was mir auch hier und da sehr geholfen hat und was ich jetzt vor allem auch mit der Kleinen sehr merke, ist Bücher lesen. Es gibt bestimmte Kinderbücher hier in Japan. Ich habe mir diese hier geholt. Es gibt welche mit gelbem, blauen und grünem Rand. Grün ist ungefähr, immer noch so ein bisschen Beginner. Einfaches Japanisch. Aber auch hier gibt es halt auch dann verschiedene Schwierigkeitsstufen, die ihr dann an diesen Federn hier hinten seht. Ich zeige euch das alles gleich nochmal. Auf jeden Fall sind das illustrierte Kinderbücher. Auch ziemlich gut, um sein Japanisch so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. So, das war die grobe Übersicht. Jetzt zeige ich euch mal alles ein bisschen im Detail.
So, ich hatte euch ja diese wunderschönen Büchlein hier vorgestellt. Nehmen wir uns einfach mal hier eins raus. Also, wie gesagt, die mit dem grünen Rand von diesem Verlag hier, die sind auf jeden Fall ziemlich gut, wenn man auf jeden Fall schon so ein bisschen Japanisch kann. Keine Sorge, innen drin gibt es auch immer noch Furigana für ein paar Kanji-Probleme. Also das Japanisch ist aber ziemlich einfach gehalten. Hier hinten sieht man immer den Schwierigkeitsgrad, ja, aus dem Book Off. Man kriegt die teilweise wirklich sehr günstig. Ja, hier zum Beispiel ein guter Vergleich. Hier. Ame und Yuki sind zum Beispiel ein kleines bisschen schwieriger, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Aber Miko ist ja relativ simpel. Hier steht es auch Shogakuchu. Genau, und die Bücher sind halt so aufgebaut. Ziemlich einfach. Mit sehr vielen Bildern. Ich habe es mir halt geholt wegen Katzen und ich liebe Katzen. Und ja, Tamagawa, wir wohnen sogar in der Nähe, deswegen. Und wie ihr seht, also die Texte ja, sind sehr groß geschrieben und es gibt halt Furigana überall, Gott sei Dank. Und ja, die Zeichnungen sind wahnsinnig süß. Und ich muss mal weiterlesen. Hier ist mein Lesezeichen. Wie gesagt, die sind auf jeden Fall gut für mal eine abendliche Lektüre. Und das hier waren die Daiso-Heftchen. Ja, dann nehme ich euch einfach mal eins raus direkt. Kanji Nummer 2. So, wie gesagt, Daiso, ne? 100 Yen, wirklich nicht viel. Und so sehen die Büchlein aus innen drin. So. Hier gibt es zu verschiedenen Themen Kanji. Und es wird dann halt gezeigt, wie die geschrieben werden. Die richtige Strichreihenfolge. Und ja, meine Krüppel-Kanji, herrje. Oh Gott, das war noch ganz am Anfang. Ist noch eine leere Seite? Ah, hier. Hier sind zum Beispiel dann auch Texte, wo man das richtige Kanji dann auch reinschreiben muss. Beziehungsweise auch dann die Lesung, also je nachdem. Hier die Kanji, hier die Lesung. Und genau, so sieht es aus. Es ist anfangs immer etwas vorgedruckt, dass man das üben kann. Hier seht ihr auch die Strichreihenfolge, was sehr praktisch ist. Und genau, dann könnt ihr üben. Also wie gesagt, diese Heftchen sind nicht teuer und ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Dann die Minano Nihongo-Reihe. Bam! Der ein oder andere wird sie sicherlich kennen. Also ich glaube, ich muss da gar nicht mehr dann so viel vorstellen. Ja, es ist ein ganz normales Lehrbuch. Ich fand es ziemlich gut. Also mir hat es gut geholfen eigentlich. Das Typische halt, man hat so verschiedene Charaktere. Dann gibt es, oh Gott, das ist noch ganz am Anfang. Je, die Katakana und Hiragana. Süß. Und ja, da gibt es halt die ganzen typischen Übungen und bla und ach Gott, ich werde ganz nostalgisch. Hey, die typischen Übungen halt. Und Texte zum Lesen. Ich glaube, von Minano Nihongo gab es auch sogar noch, ja, CDs zum Anhören und Lehrfilme, wenn ich mich recht entsinne. Es ist auf jeden Fall um einiges detaillierter als das, was ich an der Sprachschule hatte. Und vor allem diese Bücher hier haben mir sehr geholfen. Denn hier kann man wirklich nachschlagen, was man grammatikalisch braucht. Und es wird wirklich gut erklärt. Auch teilweise mit so Alltagssachen. Das ist sehr süß. Ach ja, genau. Und der Preis für die Minano Nihongo Bücher, genau wie ihr seht, ja. Oh, hier sogar noch 1 Euro. Genau, die späteren waren etwas billiger, die grammatikalischen Erklärungen. Genau. Dann hatte ich dieses Büchlein hier gegen Ende. Und zwar, genau, das ist der Preis. Also ihr seht schon, die Preise sind relativ gleich bei den Lehrbüchern. Ja, hier sind wahnsinnig viele Texte zu verschiedenen Themen drin gewesen. Also ja, es war okay, aber ich muss jetzt sagen, jetzt nicht unbedingt eins meiner Lieblingsbücher. Ihr seht schon, sehr advanced. Wahnsinnig viel Text. Und dann so ein paar Fragen hinterher, worüber man diskutieren kann in der Klasse. Also es ist so ein typisches Sprachschulebuch, würde ich sagen. Dann ein kleines JLPT-Büchlein, Try, Nummer 3. Für den JLPT N3 auf jeden Fall. Ja, auch so mit diesen typischen Übungen. Eigentlich sind diese ganzen JLPT-Dinger immer gleich aufgebaut. Welcher Satzteil kommt zuerst? Man muss es nummerieren, bla. Lesetext, Partikel,
Also es wiederholt sich sehr, 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 sehr stark. Und teilweise so hier mit so ein paar Erklärungen auf Englisch. Es ist okay. Also es gibt sicherlich bessere Bücher. Wie zum Beispiel die Reihe, die ich gleich zeigen werde. Mit denen hier, mit den Tierchen, lerne ich momentan. Denn es gibt verschiedene. Genau, hier sieht man das. Das hier ist für Vokabular. Das ist für Kanji. Das ist für Listening Comprehension. Und hier die Reading Comprehension. Und ich habe halt, ja, Bumpo, my friend, das Äffchen für die Grammatik. Genau. Ich finde diese Bücher eigentlich ziemlich gut aufgebaut, denn es wird kurz und knapp erklärt, wie eine Grammatik aufgebaut ist. Hier zum Beispiel. Das finde ich ziemlich simpel gemacht. Und damit ein paar Beispielsätzen. Und genau, dann ein paar Übungen, wie man diese Grammatik anwendet. Fand ich ehrlich gesagt echt nicht schlecht in dem Buch. Ich mochte es echt gerne. Genau, und die gibt es halt auch für die verschiedenen JLPT-Stufen. Und der Preis, ja, ist absolut bezahlbar. Dann, dieses Buch kriegt ihr nirgendwo im Laden. Das war halt von meiner Language School. Ja, und ihr seht, ich fand es ein bisschen mager, ehrlich gesagt. Also wenn dann mal eine Grammatik vorkam, ja, es war hier zum Beispiel ein neues Kapitel, dann hier das Topic, dann immer mit so ein bisschen Beispielsätzen, aber wirklich sehr, 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 sehr gering. Ja, und wenn man dann halt das Pech hatte und der Lehrer nicht so pralle war, war das sehr, sehr, sehr schwer mitzukommen. Mit diesen Büchern hatte ich so ein bisschen meine Probleme, muss ich ehrlich gestehen. Dann noch ein anderes JLPT-Buch, das fand ich cool, und zwar das Drill-Buch. Das hat auch ein bisschen mehr gekostet, aber ich muss sagen, das war wirklich sein Geld wert. Das hat mir richtig, richtig getaugt. Und, stimmt, eine CD ist hinten auch noch drin für ein paar Lektionen. Also halt auch wieder so die typischen, ja, Fragen, bla. Ich habe euch diese JLPT-Bücher, by the way, ein bisschen detaillierter mal in einem älteren Video gezeigt. Auch so mit Übungsaufgaben. Ich zeige euch mal das Cover hier oben, dann könnt ihr das bei mir in den Videos suchen. Beziehungsweise kann ich es euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Da erkläre ich auf jeden Fall nochmal die Übungen in diesen JLPT-Büchern ein bisschen genauer. Und last but not least, wieder mal ein Mittellevel-Buch. Wow, das war heavy. Das war wirklich sehr, sehr heavy, das Buch. Preis lag wieder auch etwas höher. Das war auch von der Sprachschule und ich muss sagen, es war schwer. Auch wieder typisch mit so Themen, die man auch ausdiskutiert und alles. Auch wieder mit einer CD drin. Genau, also wirklich alle möglichen Themen. Also was gab es da? Blutgruppen, bla, Stammbaumzeug, also oder Formen, Farben. Also man hat wirklich über alles Mögliche geredet. Hier zum Beispiel ein schöner, langer Text. Ja, ich habe mir immer wunderschöne Notizen überall gemacht. Was ich aber an diesem Buch gut finde, das muss ich wirklich sagen. Ihr seht, ne, bei den Kanji sind die Furigana in Rot geschrieben. Ne? Das kann man hier sehr gut sehen. Und dieses Buch hat nämlich eine rote Folie dazu gelegt. Und wenn ihr diese rote Folie drauflegt, seht ihr, da verschwinden dann nämlich die Furigana. Das ist das Coole nämlich dann, um ein bisschen, ja, die Lesungen zu lernen. So, nochmal ganz kurz zum Vergleich. David Copperfield. Ja, das fand ich sehr, sehr, sehr cool, um die Yomikata zu lernen. Also auch verschiedene Texte drin, ein bisschen kniffliger, klar, wegen dem Mittellevel. Genau. Puh, es sind einige Sachen gewesen. Vielleicht war etwas dabei, was ihr interessant findet und euch auch anschaffen möchtet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lernt weiter fleißig Japanisch, seid besser als ich. Ich komme momentan gar nicht dazu. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt, abonniert gerne meinen Channel und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!